Hallo, ein wunderschönes Hallo. Zurück bei Cathy Rain. Und ich habe nicht vergessen, dass das zu laut auf meinen Kopfhörern ist und dass wir die Seite lesen müssen. Ich muss ehrlich gestehen, das ist, glaube ich, ja, es müssten 2 Wochen her sein, seit ich den letzten Part aufgenommen habe. Für euch ist gerade ein Tag vergangen. Für mich sind 2 Wochen vergangen. Aus Gründen wie Kurztrip nach Krakau und so Sachen. Deswegen, verzeiht mir, wenn ich vielleicht kurz mal wieder reinkommen muss. Es ist auch wieder wunderbar warm. Man merkt es daran, dass ich gerade erst Eiswürfel in dieses Glas getan habe. Und diese Eiswürfel existieren schon nicht mehr. Nach geführten 2 Minuten, was existiert, ist ein süßer kleiner Rayman Rabbit, der existiert. Ja, gut, läuft alles. Nehme ich auf. Ich nehme auf. Entschuldigt, ich bin durcheinander. Wir haben uns gequält im letzten Part mit dieser tollen Anrufbeantworter-Nachricht. Das war toll. Und jetzt lesen wir erstmal dieses Auszug. Ja, wir lesen It's a photocopy of a book page with information about the red scythe flower. Here's an interesting segment. Another interesting trait of the red scythe is the smell, which is familiar to that of a pepper. The pollen of the plant has also been known to cause hallucinations in concentrated amounts. Native American tribes harvested and smoked the plant for that reason, but the flower never caught on as a modern recreational drug due to the difficulty of growing it. Och, schade. Aha, okay, das war gerade immer noch... Das ist irgendwie jetzt zu leise, oder? Na, egal. Aha, also diese Pflanze, die wir hier gesehen haben, wir können A printed picture of the strange smoky lights. It appears to have been taken somewhere in Conwell Woods. Was wir da eingescannt haben, da ist ja hier sieht man das ein bisschen, also irgendwie gar nicht, diese rote Pflanze und okay, sie soll nach Pfeffer riechen und Halluzinationen hervorrufen, deswegen haben hat die Indianer gesagt? Die Native American haben die damals geraucht, oder Leute haben das geraucht, aber Mensch, sie konnte sich nicht als Droge durchsetzen, diese Pflanze, das ist aber schade. So, wollen wir nochmal versuchen, sie zu ärgern, ne? Don't even think about it. Schade. What? You already forgot how we... Oh, yeah. You have the weird... Okay, das funktioniert nicht. Haben wir denn jetzt... Hier ist noch die Floppy Disk, ein kleiner Schlüsselfoto mit Soldaten. Ja, ich kann mich erinnern, was hatten wir denn jetzt vor? Wir waren hier fertig, da fertig. Ich gehe einfach mal aus der Tür raus. Hilft vielleicht? Alright, I'm off. Peace outie. Okie dokie. Good luck and see you later. Okidoki. Ist auch so ein 90er-Jahre-Ding, ne? Okidoki. Und Ned Flanders-Ding ist es natürlich. Aha. Was? Ach, das ist die Klinik, wo der gute Herr drin liegt, dessen Tochter wir veräppelt haben. Kirche, Naturschutzgebiet. Aber wisst ihr was? Ich bin mal kurz so frei und fahre erstmal wieder zum Friedhof. Aus Gründen. Ich weiß nicht warum. Vielleicht treffen wir da wieder unseren... Also für mich ist das unser Sohn. Ich glaube, das bildet sich Cathy irgendwie ein, weil sie vielleicht ein schlechtes Gewissen hat. Weil anscheinend hat es ja wohl... Naja... abgetrieben. Oh Gott, diese Thema. Ich möchte nicht schon wieder anfangen. Okay, hier ist nichts. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Dann wissen wir schon mal, dass hier nichts ist. So. Dann würde ich noch versuchen... Obwohl sich mit Oma zu unterhalten? Ich glaube, da können wir auch nichts Neues erzählen. Und an der Polizeistation... Okay, dann fahren wir einfach weiter. Weiter. Hütte am See. Ich fahre nochmal... Oh Gott, jetzt fahren hier die Namen schon... Ich kann ja mal ganz kurz gucken. Wie hieß denn dieses Mädchen, was hier dieses... Lesen? Lily Myers. Ach Gott, ja. Die Myers-Familie. Michael Myers-Familie. Genau. Genau, Lily Myers Mutti. Eine Milbe. Okay. Wollen wir was zum Füttern? Bestimmt nicht, ne? Nee. Hier ist noch der Aschenbecher. Hier ist nichts weiter. Ich
Ich würde noch mal gerne versuchen, bei Frau Meyers. Oh, it's you again. Come on in. Gerne! Achso, ich dachte gerade, komm rein und schlägt die Tür zu. Wo ist denn der Sohn? No Nathan today? Ah, nice. Nah, haven't seen Nate all day. Probably out in the woods. Ich hatte erwähnt, dass der geistig behindert ist, ne? Ich weiß nicht, was er für eine Behinderung hat. Das wurde nicht gesagt. Er wurde nur gesagt, dass er Special Needs hat, wie auch immer. Zeichnung, jetzt können wir, ich weiß nicht, aber naja, der wird ja spielen draußen, ist jetzt ja nicht so das Problem. Können wir uns die Zeichnung angucken? Und er hat ja von diesem roten Mann erzählt. Lilly? Ich? Warum ist das auf Deutsch? Das ist ja cool, dass das hier auf Deutsch steht. Ich. Ach ja, ich. Ich habe das Ich gefunden. Entschuldigung. Ja. That must be Lily. She seems very happy. Okay, Lilly scheint blonde Haare zu haben und blaues Kleid und er. Is this how Nathan still sees himself? As a little boy? Ja. Ja, er kam halt, er sah alt aus, aber irgendwie sah er auch aus wie ein kleiner Junge, das ist schon richtig. Fehlende The Hälfte. left half is torn off. Wo ist die? Können wir uns... Es ist nur diese eine Zeichnung? Da liegen noch mehr Blätter. So gut, tja, Aschenbecher, das ist nochmal das Gemälde. It's an early painting by Lily Myers. Na, dann quatschen wir nochmal mit Sue. I had a few more questions, Sue. Shoot. Was war das denn? Aha. I don't need to ask her about that. Kirche der Heiligen Dreifaltigkeit. Da wollen wir ja hin. Können wir, nee, wie können sie... Obwohl, warte. Do you know anything about this flower? Sure. Smoked it a few times back in the day, before it was endangered and all. Yeah? Aha. What was it like? Similar to pot, but stronger and more unpredictable. Never touched this stuff after I got pregnant with Lily. All right. Nach Lillys Geburt? Aber während der Geburt gar kein Problem und, also ich hoffe, die wollte damit ausdrücken, dass sie seit der Schwangerschaft mit Lilly das nicht mehr geraucht hat. Ist Nathan älter als Lilly? Ich möchte der Frau ja nichts unterstellen, aber... Drogen und Alkohol haben schon einige Auswirkungen auf ungeborene Kinder im Bauch. Das ist ja nichts Neues. Sue, what do you see in this picture? My God, that looks like one of Lily's paintings. Was? Wow, really? Can you describe it? It was a nighttime scene, just like the photo, but the lights were floating above the lake. There was a pale hand reaching up from beneath the surface trying to touch them. The forest in the background was on fire, making the sky purple and red. There were probably other details too, but that's what I can remember. Sounds captivating. Wish I could have seen it. Okay. Das Bild sieht aus wie ein ähnliches Bild, was Lilly gemalt hat. Seitdem wir jetzt das von der Pflanze wissen, habe ich das Gefühl, dass die Pflanze damit was zu tun hat und auch vielleicht was die Leute sehen oder so. Aber irgendwie kriege ich das noch nicht ganz in einem Zusammenhang. Gut, mehr können wir ihr nicht zeigen. Sure thing, little cat. Come back anytime. Okay. Mann, wir haben so viele offene Fragen eigentlich. Ich hoffe, wir kriegen jetzt Antworten, indem wir mal zu neuen Orten uns aufmachen. Ach je. Ich hab's auch vermisst zu spielen, muss ich sagen. Ich mag dieses Spiel unheimlich gern. Anschauen, nehmen. 55 degrees. Not too chilly. Nehmen kann It man es doesn't immer noch belong nicht. to Nee. me. Okay. Catmobile. Was? Losbrausen? It's the Catmobile, my custom chopper bike. Plenty of gas in the tank. Das ist gut. Benzin ist immer gut. She was born a 76 Corley Motors, but there aren't many original parts left. Took me a couple of years to make her perfect. Okay. Dann fahren wir los und ich glaube, unser erster Punkt wird die Klinik sein. Wo Herr Charles liegt, dann gehen wir da mal hin. Ich glaube, Converse Springs. Was macht er da?
Gemeinschaftskrankenhaus. Wie geil das gemacht ist. Dass das übersetzt wurde. Das sieht aus wie der Penner aus dem Gefängnis, nur anders. Das spiegelt sich sogar. Es ist ja herrlich. Steht da 2017 oder 2013? 2017? Oder steht da 2417? Mülleimer. Gucken wir uns erstmal den Mülleimer an, warum auch immer. Yep, it's full of trash. Figure that. Ja. Durchwühlen. Los geht's. Yeah, I'm good, thanks. Schade. Vielleicht will er das für uns durchwühlen? Wer ist er denn? It's that homeless guy who helped me distract Lenny. Ach, ist es wirklich? Na, ach, das ist ja cool. We meet again, Mr. Homeless Guy. Homeless? That's the worst thing I ever heard of, and totally untrue. So, what's up with the trash can? Digging for treasure? Well, I'm just going through a rough patch. Ja, By the way, natürlich. you owe me $10. Oh, Nah, you agreed to 7. You're busting my balls here. Better get those balls checked out in this clinic then. So cold. Like a stake through the heart. ja, so ist unsere Katie. What do they call you anyway? Gober. Everyone calls me Gober. Gober. All right, I'm Kathy. Pleasure to meet you. Freut mich sehr. Okay, wir können jetzt mit dem Penner, Oh Gott, es tut mir leid, ich muss mich gerade mal... Oh, es ist so warm und ich weiß immer nicht, wie ich mich hinsetzen soll. Es ist alles nur... Tut mir leid, ich muss mich gerade hier ordnen und so und ist alles gut. Sitze ich einigermaßen mittig? Ich glaube schon. So, das ist Gober. Gober, der Penner der Obdachlose... Penner klingt immer so hart, finde ich. Der Obdachlose aus dem Gefängnis. Und jetzt können wir mit ihm reden. Ich muss sagen, für ein Krankenhaus sieht das eher sehr mickrig aus, wenn ich das mal so feststellen darf. Und sehr runtergekommen. Naja. Dafür, dass da drin ein sehr hoher Mann liegt, na egal. Nach seiner Lebensgeschichte Frank gerne. So, what's your story anyway? My story? Yeah, don't all bums have a story? For your information, this is all just a dry streak in my showbiz career. Is that so? I don't recognize you at all. I used to have more hair. That I actually believe. Come on, man. Frankie Gold is my stage name. Surely you must have heard of me. Not really, no. Oh, come on. I have starred in dozens of Hollywood movies. The Silence of the Lambert? Ja. Jacob's Bladder? The Usual Surprises? Natural Bald Killers? Was? Not ringing any bells. Kids these days, no appreciation for quality cinema. Breaks my heart. Da. Sehr interessant. Er hat das Schweigen der Lambert. Was? Er hat gerade... Schön, dass wir schon von den Schweigen der Lämmern schon ein Zitat hier hatten. Total cool. Das ist halt... ich muss sagen, ich habe beim ersten Mal noch gesagt, dass er mir irgendwie bekannt vorkommt. Ich glaube, ich glaube, er kommt mir bekannt vor wegen dem Schauspieler, aber oder wegen jemand... Ich weiß es nicht. Er kommt mir... Irgendwie muss ich bei ihm ja nochmal an vielen Losing in Las Vegas singen, aber... Nee, keine Ahnung. Ich weiß nicht wer. Vielleicht könnt ihr mir weiterhelfen. Wem der ähnlich sieht. Ich weiß es nämlich nicht. Und er wollte uns gerade erzählen, dass er wohl mal ein Schauspieler war. Und jetzt hat er kurze Pechsträhne, was davon stimmt oder nicht. Tja, bei den Filmen klingen eher wie Trash-Filme. Obwohl Schweigen des Lambert ist bestimmt super. Karriere im Showgeschäft. So, tell me about this acting career of yours. What about it? Da! Ach, ist so lustig. Das Schweigen von Lambert heißt im Original das Schweigen der Lämmer. Eine verhängnisvolle Blase? Heißt der Film nicht eine verhängnisvolle Affäre? Die üblichen Überraschungen heißt eigentlich die üblichen Verdächtigen und Jäger des verlorenen Haupthaars ist Jäger des verlorenen Schatzes? Ich hoffe, das ist richtig. Ja. Lehrer, ja. Lehrer des verlorenen Schatzes, ja. Jäger des verlorenen... Wie geil. Oh Gott, jetzt bin ich gespannt, was er dazu sagt. Ich möchte gerne... Mit was fangen wir an? Ach komm, wir fangen mit Hannibal an. Tell me about the silence of Lambert. Lawrence Lambert, a real estate agent, suddenly turns mute overnight. For weeks, he tries to communicate with customers using a self-invented sign language, only to realize that true love needs no communication at all. Was? He marries his housekeeper, who only knows 2 words in English, yes and clean.
In the end, Lawrence dies of a heart attack in the arms of his lovely wife, Consuelo Lambert Vasquez. Based on a true story. Was ist das denn? Oh Mann, wie geil. Oh Mann, also der hat anscheinend, also der Film hat nichts mit Schweigen der Lämmer an sich zu tun, aber er klingt sehr amüsant. Wie lustig, wie cool. I'm not sure I want to know what Jacob's bladder is about, but I'm gonna ask anyway. Jacob's bladder. The tragic story of Jacob Cobb, a schizophrenic man who forms an imaginary romantic relationship with his bladder. During long and joyful monologues on the can, he starts referring to his nether regions by the name of Jenny. Sadly, before Jacob has a chance to elope with his sweetheart, he gets committed to an asylum due to increasingly erratic behavior. After a big fight with his paramour, Jacob refuses to pee for a week and he dies from a ruptured bladder. Das wäre ein Film für mich, ey. Oh, das ist voll mein Humor. Oh, es tut mir leid. Oh Gott. Erstmal muss ich was klarstellen, nämlich, dass es das wirklich mega lustig ist, aber Jacobs Blätter. Es gibt einen Film, der heißt nicht Eine verhängnisvolle Affäre, der heißt im Original Jacob's Ladder. Nach Jacob's Ladder ist zum Beispiel Silent Hill. Silent Hill hat sich sehr, sehr doll an Jacob's Ladder, an den Film orientiert, also das Spiel Silent Hill. Ist ein sehr krasser Film und da ist, ja, es geht halt auch so um jemanden, der ein bisschen psychisch nicht ganz auf der Höhe ist, aber es ist halt jetzt hier im Deutschen anders übersetzt. Der heißt im Original Jacob's Ladder. Hier übersetzt mit Jacob's Blätter. Hier haut es noch hin mit Silence of the Lambs, Silent of Lambert. Ich bin mal gespannt wie bei den anderen beiden. Aber an sich, das ist halt wieder typisch deutsche Übersetzung. Das ist wie bei South Park mit Cock Magic und so ein Unsinn. Das haut manchmal einfach bei der Übersetzung nicht hin. Ich glaube, aber bei South Park lassen sie es sowieso. Dann ist es, da übersetzen sie manche schon gar nicht mehr im Deutschen. Das lassen sie dann im Original Englischen. Oh, das war cool. Mag so ein Unsinn. Dieses Spiel ist herrlich. Oh. So, die üblichen Überraschungen. Give me the rundown on the usual surprises. A lighthearted comedy taking place during the surprise birthday party of 34-year-old Sid McBacon. Oh, Bacon. Oh. The story is told from 8 different perspectives to keep the audience guessing who the protagonist actually is. Was? The movie ends with the biggest surprise of them all. Sid suddenly dies of an epileptic seizure. I guess it's more of a dark comedy. Ja. Anscheinend. Wieso enden immer alle mit dem Tod? Aha. Ja, okay, wir fragen aber erstmal nochmal nach dem hier. Natural bald killers? Oh, It's natural a bald dystopian killers. vision of the future where people are valued by the quality of their hair. The protagonist, Eddie Zephyr, turns bald in high school. One day, he has simply had enough of all the teasing and the bullying, and he completely snaps and heads out on a scalping spree in search of the perfect head of hair. Eddie makes his way to Mexico for an illegal hair transplant. However, he has an adverse reaction to the anesthesia and he dies on the operating table. Ah, das stimmt auch. Wieder also eigentlich Jäger des verlorenen Schatzes, übersetzt mit Natural Bald Killer. Im Original Natural Born Killer, der Film. Okay, 2 Sachen sind gleich übersetzt worden, 2 Sachen nicht, aber wie gut, dass ihr mich habt. Ich bin eigentlich nicht so eine Filmexpertin, wenn ich das mal zugeben darf. Eigentlich gar nicht. Ich lese nur viel und lese mir viel durch. Vielleicht liegt's da nicht, aber keine Ahnung. Aber die große Frage ist, Jacobs Blätter, herrlich. Wieso enden immer alle mit dem Tod? Das ist die große Frage. Why do you always die at the end of your movies? Typecasting. Okay, naja. Ist Sean Bean. Das ist Sean Bean. Jetzt weiß ich's. Jetzt weiß ich, an wen er mich erinnert. An Sean Bean. Sean Bean stirbt auch in fast allen seinen Filmen. Es gibt einen Film, den weiß ich den Namen nicht. Und bei Silent Hill 2, also bei dem Film, der richtig schlecht war, guckt ihn euch bitte nicht an. Der erste ist richtig gut. Der zweite Silent Hill Film ist so grottig. Da hilft auch nicht, dass Jon Snow mitspielt. Wirklich, der ist so mega blöd. Aber da stirbt Sean Bean nicht. Ja. Ja, also 2 Filme, in denen Sean Bean mal nicht stirbt. Ja, das ist anscheinend Sean Bean. So.
So, dann sind wir wohl fertig mit ihm. Können wir noch? Nee. Oh, never mind. Ach, da waren ja noch Not the andere. cultured type. I understand. Aha. In den Notizen nachsehen, mal gucken, ob wir ihn irgendwas fragen können. I need to ask you a few questions. Sounds serious. Ask away. Na klar. Legen wir mal los mit der Volt 81. Do you know what happened to Joseph Rain in 81? I most certainly do. Was? What? Tell me. Are you sure you want to know? Not everyone can handle the truth. Oh, komm. Oh, just spit it out. Okay, here we go. Ready? Abducted by aliens. I should have known better. Oh, I saw it, man. A big, huge light. I was a bit drunk at the time, but I had my reasons. My wife had just left me, taken the dog, not to mention I was being conscripted for the war. Ach du Armer. But I'm telling you, those goddamn aliens took him and they experimented on him. And that's why he was so messed up when they put him back. Yeah, I'm gonna have to stop you there. Open your mind, man. Okay, also an Aliens glaube ich jetzt auch nicht. Außer an die Aliens von den Simpsons. Aber, auch wenn er betrunken war, aber mit den Lichtern hat er vielleicht gar nicht so unrecht, was ja dieses eine Bild hier beweist. Lily Myers. Ach kommt, ist mir egal. Do you know who Lily Myers Wegen was? der Zeit. Yep, my dad was the one who found her floating in the lake. Ehrlich? Really? What can you tell me about her? Ah, geez, not a lot. I mean, teenage girls, man, they're like their own species. Impossible to figure out. Not to mention how that entire family ain't, like, people-friendly. Now that's No. an understatement. Nearly started brawling with Sue the first time I met her. She could sure deal out a mean whooping, that lady. Okay. Aber er scheint einiges zu wissen, der Typ. Do you recognize the nickname Cocky? Why, I used to call myself that back in Nam. Oh, how I miss that marvelous youthful ego of mine. Why do I even bother? Okay. Ich sag dazu nichts. Charles Wade? Do you know who Charles Wade is? Sure, he's been holed up in this clinic for the last couple of weeks. You saw Charles Wade go in there? Well, yeah, I just told you, man. How did he look? Okay, Terrible. I guess. Still walking, at least. Okay. Also Charles Wade scheint wirklich hier drin zu sein. Lily Myers Kunst. What do you know about Lily Myers' art? Nothing but hearsay. People say it was pretty deranged. Okay, er kommt auch wahrscheinlich von hier. Aus Cornwall. What's your opinion on the Church of the Holy Trinity? I'd say they're good people. Isaac, the priest, is anyway. Isaac. His dad, Father Bill, on the other hand, though, he and the people he had around him were into some weird shit. What kind of weird shit? I don't know, they were like a cult or something, with Billy Praise himself at the top. Really shifty bunch of folks. Ach ja. Isaac turned it all around when his dad kicked the bucket, made it a proper church. Ah, wenigstens etwas. Interesting. Do you know anyone else who was involved in the old church? Not really, I tried to stay as far away from those people as possible. Ask Isaac about it, he's a friendly guy. Okay, na, klingt vernünftig. All right. I might do that. Das klingt interessant, was er gerade erzählt hat wegen der Sekte. Es könnte irgendeinen Zusammenhang geben. Ich weiß es nicht. Hier, guck mal. I could, but only if Nein, okay. I don't Nein, okay, you Zigarette. want to smoke, buddy. Nah, I got stage 2 lung cancer. I'm keeping it under control with a fruitarian diet. Das tut mir leid. Du armer Kerl. Oh, war das ernst gemeint? Do you recognize these men? That's your granddad, right? Yeah. What about the other Haben wir ihm two? je gesagt, dass wir No unser... idea. I think my face blindness is acting up again. Okay. Der hat alles anscheinend. Ich kann den Typen irgendwie nicht trauen. Woher weiß er? Haben wir irgendwann erwähnt, dass wir... Wir haben es aber nach Joseph Rain gefragt. Weiß er, dass wir Cassie Rain heißen? Der Typ ist komisch. Kleiner Schlüssel, eine Diskette, dann hätten wir noch... Do you know what this is? Chinese fireworks, of course. I grew up in Shanghai. I know what I'm talking Ach Gott. They used to call me Dong Pai, meaning round-eyed baldy. Those were some rough years. I miss the food, not to mention the women. Got 2 kids down there now, Maylin and Little Ping. Time to hit the off switch now, buddy. Ja. Er ist so ein Typ von Mensch, die erzählen dir den ganzen Tag lang ganz viele Sachen und irgendwann weißt du gar nicht mehr, ob das jetzt alt und stimmt oder ob davon gar nichts stimmt oder was davon denn stimmt.
ganz tolle Menschen so. Die haben irgendwie den Bezug zur Realität komplett verloren. Sind aber meistens ganz nette Leute, ganz komisch. Do you know anything about this flower? It's red? Enlightening. Ah, okay, gut, wow. Okay, that's enough serious questions for now. So, dann Alrighty. alles klar. Wir gehen. Okay, I'm off. Bye. Und tschüss. Wer auch geht, ist dieser Part erstmal. Wir haben einiges von ihm erfahren. Nicht viel Nützliches für uns, dafür sehr viel Lustiges für mich. Und obwohl das mit der Sekte ist wirklich interessant, wenn das stimmen sollte. Wir müssen mal diesen Isaac fragen. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wir sehen uns im nächsten Part hoffentlich wieder. Ja, und dann bis dann. Tschüss.